In diesem Video zeige ich dir detailliert, wie du dein Leben in 3 Monaten verändern kannst, deine Prüfung bestehen kannst, eine Beförderung kriegst, eine Sprache erlernst, ein Geschäft startest oder den Körper deines Lebens bekommst. Wir schauen zusammen, wie wir einen praktischen Plan aufstellen und wie du die Motivation einer Maschine kriegst. Und so kannst du deine Produktivität verfünfzigfachen. Am Ende des Videos wirst du mir zustimmen. Auf geht's! Ich bin deutscher Muttersprachler, spreche selbst 5 Sprachen und arbeite als Deutschlehrer. Fangen wir mit dem ersten Tipp an. In dem Video hat sehr viel Arbeit gesteckt. Ich bitte dich, ganz kurz ein Like dazulassen. Tipp Nummer 1. Eine klare Vision und ein klares Ziel zu haben. Was heißt das genau, ein klares Ziel zu haben? Es ist wichtig, dass du für deine wichtigen Lebensbereiche dir die Ziele klar formulierst und sie dir klar vor Augen hältst. Dazu solltest du deine Lebensbereiche unterteilen. In diesem Beispiel wollen wir für 3 Lebensbereiche klare Ziele festsetzen. Gesundheit, Finanzen und das Erlernen einer neuen Sprache. Beispielsweise das Erlernen der deutschen Sprache. Du brauchst in jedem dieser Bereiche ein klares Ziel, damit du dich in Richtung dieses Ziels bewegst. Andernfalls wirst du orientierungslos umherirren. Eine Technik, die dabei hilft, ist das sogenannte Visualisieren. Du könntest auch Bilder, die den Wohlstand repräsentieren, dir vor Augen halten. Du kannst das tatsächlich in gedruckter Form machen oder auch digital, indem du es in deinem Computer oder auf deinem Smartphone sehen kannst regelmäßig. Auf diese Art und Weise visualisierst du immer wieder dein Ziel und kommst dem automatisch näher. Sehr viele erfolgreiche Menschen schwören auf diese Methode, denn so hat man ein klares Ziel vor Augen und klare Orientierung. Um diese Vision nun konkreter zu realisieren, brauchst du einen Plan. Dazu erstellst du idealerweise einen Plan für die nächsten 3 Monate, indem du festsetzt, welches Resultat du erreichen möchtest und welche Aktionen du dafür machen möchtest. Du setzt dir für jeden der 3 Bereiche Gesundheit, Finanzen und Sprache erlernen ein Ziel für das Resultat und ein Ziel für die konkreten Aktionen, die du durchführst. Zum Beispiel bei dem Thema Gesundheit. Ich möchte in 3 Monaten 5 Kilogramm abnehmen. Das wäre ein Ziel beim Resultat. Wichtig und meiner Meinung nach ist es sogar noch wichtiger, dass man aber auch das konkrete Aktionsziel festsetzt. Das heißt, dass du für dich festsetzt, was du dafür machen möchtest, um innerhalb von 3 Monaten die 5 Kilo abzunehmen. Das heißt, beispielsweise, ich esse ab jetzt jeden Tag nur noch 2000 Kalorien oder 3000 Kalorien. Dieses Aktionsziel ist komplett unter deiner Kontrolle und daher ist es für mich noch wichtiger. Und das kannst du auch auf die anderen Bereiche anwenden. Finanzen und Sprache. Wenn du also diesen Tipp Nummer 1 erfüllst, dann hast du deine Produktivität locker verdoppelt. Kommen wir jetzt zu dem Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist es, Prioritäten zu setzen. Du musst unbedingt Prioritäten in deinem Leben setzen. Du kannst nicht alle Aufgaben gleichzeitig machen. Wenn du Deutsch lernen möchtest und gleichzeitig noch Französisch und gleichzeitig ein Business aufbauen und gleichzeitig deine Gesundheit verbessern möchtest, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, du musst für dich festsetzen, was ist für mich am wichtigsten? Das Pareto-Prinzip besagt, dass man mit 80% Aufwand nur 20% der Ergebnisse kriegt. Und andersherum, dass man mit 20% Aufwand 80% der Ergebnisse kriegt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man herausfindet, welche 20% in dem jeweiligen Bereich 80% der Ergebnisse bringen. Auf diese Art und Weise kannst du deine Produktivität enorm steigern. Nehmen wir als Beispiel die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache hat unzählige Wörter, sehr, sehr viele Wörter. So gibt es beispielsweise die 1000 Wörter, die am meisten verwendet werden. Und wenn du diese auswendig lernst, dann kannst du 80% ungefähr der Sprache verstehen. 80% der normalen Gespräche. Es ist nicht immer exakt mit den 80-20%, aber es ist schon nah dran. Es gibt also tatsächlich 1000 Wörter,
die am meisten verwendet werden, wodurch du dann schon einen Großteil der Gespräche verstehst. Und so kannst du verfahren mit der Sprache, aber auch bei dem Thema Business oder auch beim Thema Gesundheit. Bei dem Thema Gesundheit wäre das dann beispielsweise, anstatt dich in irgendwelchen Details zu verlieren und darin sehr viel Aufwand zu betreiben, dass du einfach gesund isst. Und zwar, indem du einfach nur natürliches Essen isst. Lebensmittel, die noch naturbelassen sind. Das heißt, wenn du einkaufen gehst und auf der Verpackung sehen kannst, dass da 20 Zutaten drin sind oder 30 Zutaten, dann ist es wahrscheinlich nicht gesund. Das sind die Dinge, auf die du achten solltest bei dem Thema Gesundheit. Genauso, dass du regelmäßig Sport betreibst. Es ist nicht so wichtig, welchen Sport du betreibst, sondern dass du Sport betreibst. Und so kannst du das Pareto-Prinzip auf dein Leben anwenden. Mein Geheimtipp: schreib dir am Abend auf, was du am nächsten Tag machen möchtest. Und so kannst du für dich direkt die richtigen Prioritäten festsetzen. Und wenn du einmal aufgeschrieben hast, was du am nächsten Tag machen möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du das auch wirklich machst, anstatt dich dann doch in YouTube-Videos oder in TikTok-Videos oder Netflix zu verlieren, weil du für den Tag noch keinen konkreten Plan hattest. Wenn du die Prioritäten richtig setzt, bin ich mir ganz sicher, verdreifachst du dadurch deine Produktivität. Dadurch hast du jetzt gemeinsam mit der Zielsetzung und der Visualisierung deine Produktivität versechsfacht. Kommen wir zum Tipp Nummer 3. Fokussiert arbeiten. Damit du fokussiert arbeiten kannst, musst du Ablenkungen eliminieren. Idealerweise setzt du für dich Zeiten fest, in denen du fokussiert arbeiten möchtest. So eignet sich die Zeit morgens in der Regel sehr gut, um fokussiert arbeiten zu können. Der Geist ist da in der Regel noch sehr frei und du hast noch eine sehr gute Konzentration. Jede Ablenkung sorgt dafür, dass du minutenlang, oft auch 10 oder 20 Minuten lang, nicht mehr die Konzentration hast, wie du sie vorher hattest. Deswegen ist es unabdingbar, dass du Ablenkungen von vornherein ausschließt und beseitigst. So kannst du beispielsweise dein Telefon in einen anderen Raum legen, damit du keine Benachrichtigungen mehr kriegst, weder von WhatsApp, TikTok oder andere Benachrichtigungen. Wenn das nicht geht, kannst du die Benachrichtigungen auf deinem Telefon blockieren. Idealerweise legst du es aber einfach in einen anderen Raum. Dann solltest du auch viel Wasser trinken. Das hilft auch dabei, fokussiert zu arbeiten. Die 2-Minuten-Regel besagt, dass du dich zwingst, für 2 Minuten lang diese Tätigkeit zu machen. Und wenn du dann immer noch keine Lust hast, dass du dann das Recht hast, aufzuhören. Diese Regel hilft einem tatsächlich dabei, mit der Arbeit anzufangen. Und nach 2 Minuten hat man in der Regel dann einen Lauf. Und es macht einem Spaß und man möchte gar nicht aufhören. Meistens ist tatsächlich nur der Anfang schwierig. Und so ist das auch beim Fokus. Wenn du fokussiert arbeitest, dann verdoppelst du nochmal locker deine Produktivität und so kommst du auf eine 12-fache Produktivität. Tipp Nummer 4: mentale Gesundheit. Wir Menschen brauchen Dopamin, um Antrieb zu haben, um etwas machen zu wollen. Ohne Dopamin haben wir keine Lust, irgendetwas zu machen. Unser Gehirn ist heutzutage dereguliert, was Dopamin angeht. Das liegt nämlich daran, dass wir ständig Dopaminschübe kriegen durch soziale Medien beispielsweise, wie TikTok, YouTube oder auch WhatsApp-Benachrichtigungen und wir so keine Lust mehr haben auf Tätigkeiten, die nicht so schnell kurzfristig Dopaminschübe geben, wie zum Beispiel Lernen, Lesen, Sport machen. Diese Dinge, die eigentlich wichtig sind für unser Leben, die sorgen nicht für solche Dopaminschübe und deswegen haben wir keine Lust darauf. Aber es gibt eine Lösung für dieses Problem. Die Lösung lautet: wir müssen diese kurzfristigen Dopaminschübe einfach beseitigen aus unserem Leben oder zumindest stark reduzieren. Nur so werden uns die Dinge wieder Spaß machen, die wichtig sind für unser Leben. Dadurch werden diese guten Dinge wieder interessant und machen auch tatsächlich Spaß. Probier das mal aus. Ich habe das auch ausprobiert und tatsächlich ist das wahr. Weitere Tipps, wie du deinen Dopaminhaushalt regeln kannst,
und ihn auf ein Level bringen kannst, mit dem du immer motiviert bist, deine Ziele zu verfolgen, sind folgende. Mach regelmäßigen Sport, dusche kalt, esse gesundes Essen, rauch nicht und ein ganz wichtiger Punkt, du brauchst genügend guten Schlaf. Ohne guten Schlaf sind alle anderen Tipps hier wertlos. Wenn du auf diese Art und Weise auf dein Gehirn aufpasst und auf deine mentale Gesundheit, dann verdoppelst du wieder deine Produktivität und kommst damit auf das 24-fache an Produktivität. Kommen wir zum 5. Tipp. Du brauchst eine klare Struktur und eine gute Umgebung. Die Umgebung besteht einmal aus Menschen, aber auch, wo du lebst und wie dein Arbeitsraum aussieht. Du solltest einen gepflegten, sauberen Arbeitsraum haben. Das motiviert dich immer zu lernen und zu arbeiten an deinen Zielen. Weiterhin solltest du keine Menschen in deiner Umgebung haben, die dich von deinen Zielen abhalten. Das können Freunde und Bekannte sein, aber auch Familienmitglieder. Du musst eine klare Grenze ziehen zwischen dir und den Menschen, die dich von deinen Zielen abhalten. Nur so kannst du negative Energien vermeiden, die dich davon abhalten, dein Ziel zu erreichen. Es gibt viele Menschen, die verbreiten negative Energien und diese Menschen werden dich abhalten von den Zielen. Daher achte auch auf deine Umgebung. Wenn du diesen Tipp beherzigst, verdoppelst du wieder deine Produktivität und so hast du deine Produktivität um das 48-fache gesteigert. Kommen wir zum letzten Tipp und das ist das Mindset. Du brauchst das richtige Mindset. Das heißt, du musst in der Regel einfach nur den Misserfolg so lange wiederholen, natürlich nicht immer den gleichen Fehler machen, aber du musst es immer wieder versuchen, erfolgreich zu sein. Und dabei wirst du immer wieder scheitern. Du musst diesen Vorgang einfach ständig wiederholen, um so erfolgreich zu sein. Das gilt beim Deutschlernen, das gilt im Bereich Gesundheit, das gilt auch im Bereich Finanzen. Du musst die Disziplin haben, dass selbst wenn du keine Lust hast, an deinen Zielen zu arbeiten, dass du es trotzdem machst. Das ist Disziplin. Du arbeitest an deinen Zielen und machst es nicht abhängig von deiner Tagesmotivation. Und das unterscheidet die Erfolgreichen von den Verlierern. Die Verlierer arbeiten nur an ihren Zielen, wenn sie die Motivation dafür haben, während die Gewinner immer an ihren Zielen arbeiten, auch an Tagen, an denen sie keine Lust haben. Wenn du diesen Tipp berücksichtigst und das richtige Mindset hast, dann hast du deine Produktivität gemeinsam mit den anderen Tipps locker um das 50-fache gesteigert. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass dem Video bitte ein Like da, abonniere den Kanal, wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest. Schreib mir in die Kommentare, wie du dein Leben jetzt verändern möchtest. Wenn du dein Deutsch weiter verbessern möchtest, dann klick auf das nächste Video hier.